Liebe Zuschauer, eine kurze Durchsage, bevor der Film beginnt. Leider ist Florian am Drehtag kurzfristig ausgefallen, weshalb das nun folgende Video das Resultat von totaler Panik und absoluter Improvisation ist. Wir wünschen nun viel Spaß mit dem Film. Wir sind denn hier? Hallo? Hi. Was machst du hier? Liegen? Kannst du mir helfen vielleicht? Ja. Bis gleich. Okay. Willkommen, hallo Freunde, da sind wir wieder. Ja, der Flo ist leider kurzfristig krank, gute Besserung an dieser Stelle, ne, von uns beiden, sind wir uns einig. Der ist hoffentlich nächste Woche wieder fit. Wir sind ja ein eingespieltes Team. Wir machen heute das, was schon mal gut geklappt hat. Der Daniel filmt und ich versuche den Motor auseinanderzuschrauben. Ich hätte mehr bezahlen müssen, damit der Daniel auch spricht. Der Daniel ist jetzt... Der Daniel ist nur zum Kaugummi kauen, filmen und die ein oder andere Handgeste. Okay, los geht's. Warte. So, ist warm hier drin, ne, Freunde? Ich zeige erstmal, hier ist der Papa hier versteckt unter dem Pulli hier. So. Direkt Wife-Beater. Direkt Wife-Beater, also harten Satz hinter den Ohren, aber die Schultern auf 180. Jetzt komm erstmal mit hier, einmal schön drauf. Oh Mann. Jetzt zeigt der Papa dir erstmal, wie das läuft hier. Erstmal hier, um in den Modus reinzukommen hier. Erstmal ein paar Dinger reinzimmern. Ohne Probleme. So. Nun geht das los. So, jetzt muss ich erstmal den Motor hier ausgraben. So, jetzt habe ich hier nämlich mein kleines Arbeitszimmer hier eingerichtet. Kann der Patient direkt reinkommen. So, Daniel. Du würdest das ja auch so machen, machen wir erstmal einen Variodeckel auf, ne? Nee. Ja, ich will den Antrieb sehen. Ja, aber du kannst ja erstmal das da wegmachen. Das ist ein Argument. Da sieht man direkt den Profi. Erster Griff sitzt. Der erste. Hast du denn auch einen Auffang? Ach, guck mal an. Mhm. Willst du jetzt schon die Zündung aufmachen? Ja. Ja. Ach, guck mal an. Mhm. Wenn den Daniel das so interessiert. Du, wir haben auch schon die ein oder andere Überraschung an deinem Motor da. Piaggio. Was ist denn eigentlich aus deiner Runner geworden? Ja, das habe ich ja. Also, da höre ich ja raus, dass du unsere FAQ-Videos nicht geguckt hast, Daniel, ne? Da habe ich dieses Thema ja lang und breit, da brauchst du gar nicht die Lippen so spitzen hinter der Kamera. Ich frage ja für einen Freund. Steht hinten an, ne? Wir wollen ja erstmal hier was machen, wo die Leute auch was gewinnen können. Ja, jetzt sind wir in dem Bereich, wo ich einen Hammer brauche, ne? Hammer und Schlitzi. Jetzt ist der Punkt, wo ich den Leuten zu Hause mal zeigen kann, wie man so eine Schraube aufkriegt. Ihr seht hier, der Kopf ist rund, ne? Jetzt wichse ich das hier richtig auseinander.
Wo sind wir denn? Da. Ja. Ja, warte, mach noch mal die Aufnahme, wo du da stehst. Jetzt geh mal langsam auf ein Bild. Mehr. Perfekt. Guck mal hier. Nimm mal, warte. Ja. Warte. Soll ich die mal? Ja. Hier, Hand. Ja. Da. Ja, okay. Ja, er kommt. Aber er dreht sich. Ich sag dir, was passiert. Schraubenkopf geht ab. Musst du nachher auf die Fräse einspannen und ausbohren. Ist ja easy für dich. Für mich kein Problem letztendlich. Ja, genau das wird passieren. Also, ich glaube, wir scheren da den Schraubenkopf runter. Sicher? Ich würde da jetzt einfach noch weiter drauf rumhauen. Hau noch mal drauf. Okay. Es ist nur ein Weg, das rauszufinden. Jetzt, das war's. Nee, die ist jetzt... Die ist original immer so. Also ist halb ab. Also haben wir hier... Oh ja, guck mal. Der ist aber auch das schon ein bisschen... Das ist ein guter Jahrgang. Der war schon länger problematisch, oder? Warte, warum zoomt der? Fokussiert er denn nicht? Ja, also ein Gewinde ist... Ja, perfekt los. Ja, sich freut, hatte der Kamera. Das heißt, Memo an uns selbst. Wird uns in einer späteren Episode, wird uns dieses hier... Du machst das schon. Ne? Gut, okay. Was suchst du? So, hopp oder top. Gummihammer. Aha. Abzieher? Hä? Abzieher? Ja, normalerweise macht man das mit dem Abzieher, aber kann man auch mit dem Gummihammer einfach... Mach mal mit dem Abzieher. So, wenn ihr die Mutter abhabt, macht ihr natürlich nicht mit dem Gummihammer, also nur im äußersten Notfall. Wie würde das denn überhaupt im Hummihammer aussehen, im Hummihammer? Abwechselnd immer auf die Seiten schlagen, bis er lasch wird, der Juffen, und dann ziehst du nach oben weg. Empfehle ich aber nicht. Was ich empfehle Das funktioniert doch im Leben nicht. Doch. Nee. Okay. Sind hier einfach zwei Meinungen im Raum. So, ihr nehmt dann einfach eure Box mit den richtigen Werkzeugen. Falls ihr keine Box habt, gibt es auch bei uns im Shop, da könnt ihr die einzeln bestellen. Augenmaß technisch würde ich sagen, das ist dieser hier. Guckt, ob das passt. Wenn es nicht passt, einfach mehr Gewalt. Der passt. So, um das richtig festzuziehen, nehme ich einen passenden Schlüssel. Vom Augenmaß her würde ich sagen, ist eine 21er. Ja, kommt sogar hin. So, drehst du rein. Aber normal geht das ja auch ohne diesen Schlüssel da, oder? Das könnte jetzt auch daran liegen, dass das Gewinde nicht mehr so geil ist. Oder? Das ist, also könnte ich auch von Hand reindrehen. Ja, guck mal hier. Aber es geht mir hier einfach auch darum, mal ein bisschen mal Werkzeug in der Hand zu haben. Ne? So, jetzt ist das festgedreht und jetzt sitzt das... Der Daniel würde jetzt bemängeln, dass ich zu weit reingedreht habe und hier kein Spiel mehr ist. Du kannst natürlich auch einfach das da weiter aufdrehen, ne? Also hier, so rum. Ja. Und dann kommt der weiter raus und kannst du das weiter rein, dann hast du mehr... Ja, aber ich habe jetzt schon mehr Gewindegänge. Okay. Ich habe schon... Also es geht darum, ihr setzt das schraubt sich hier von außen auf die Glocke. Und wenn ihr das dann reinschraubt, zieht das ja im Umkehrschluss die Glocke... Also Glocke im Sinne von hier, ne? Polrad. Polrad, ihr versteht, was ich meine. Zieht das dann ab. Das heißt, wir ziehen das jetzt hier fest. Mache ich nicht mit dem Schlagschrauber, das mache ich mit der Hand, das ist schöner. Oh, dann kannst du ja sogar gegenkontern mit deinem 21er Schlüssel. Könnte ich machen, ja. Das Oder mit der Hand. So. Ihr seht, das ist natürlich was ich... Ja, schon los. Schon los. Das ist vor Respekt abgesprungen. Das ist ja magnetisch. So. Und dann habt ihr das Polrad. Also das Ding ging in dem Fall jetzt ganz einfach. Dann könnt ihr hier das Tool wieder rausziehen. Den Abzieher. Ja. Fertig. Polrad ab. Wir machen jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Wir gucken in den Antrieb. Willst du das Gehäuse eigentlich richtig spalten heute oder möchtest du da nur mal reingucken? Also ich würde, wenn es die Zeit zulässt, würde ich da jetzt durchaus mal den Block auch mal spalten. Oh ja. Aber erstmal muss ja noch der Zylinder ab und der Antrieb und wer weiß, was uns da noch für Überraschungen erwarten. Ne? Mhm.
Ich wollte gerade sagen, du kannst auch ruhig mal dahin filmen, wo was passiert. Das ist 8. Geil. Komm, weißt du, warum das Mikrofon die ganze Zeit raschelt? Weil du hier die Hand dran hast. Ja, wie soll ich dir denn, soll ich das jetzt Warte, irgendwie so ich ein... geb dir was. Ja. Jetzt kriegt der Daniel einen richtigen Griff an seine Kamera. Ja, guck mal jetzt. Der Griff, der ist richtig. Jetzt hat er nämlich 50% weniger horizontalen und vertikalen Rückstoß. Und er zieht 20% schneller. Aim down side auch schneller. Point of view. Ich schraube den Variodeckel auf. Oh, kommen Sie langsam ein bisschen Farbe ins Spiel. Hat der Flo wohl nicht richtig abgelassen, hä? Tja, vielleicht ist der Flo auch gar nicht krank. Ich wollte einfach nur die Situation hier umschiffen. Schraubenköpfe prüfen, sind schon mal aufgemacht worden. Hier ist ein originaler Antrieb drin. Sagst du? Ja. Sag ich auch. Und ich erkläre dir auch gleich, warum dieser Variodeckel noch nicht runtergeht. Du, kam erst später, dass hier eine Schraube drin war. So, also. Da sind natürlich hier noch die Ösen drin. Ja, aber so, pass auf, jetzt bist du bereit? Okay, Daniel ist mega bereit. Aha. Und? Was habe ich gesagt? Und? Was sagst du? Der Riemen ist mal neu gekommen. Ohne da dran geleckt zu haben? Oh, Das ist doch gar nicht wissen. Das ist ein Argument. Wir gucken jetzt erstmal nach der Vario. Weißt du, was du machen solltest? So. So, Achtung, Freunde der Sonne. Oh, guck mal. Sogar noch hier der Dupsi drauf. Also das hier, ne, diese Verschraubung, da haben wir uns ja früher von eingeredet, wenn man die abnimmt, dann kann die Vario weiter aufgehen, ne? Das heißt, wesentlich mehr Leistung. Haben wir uns früher so gesagt. Oh ja. Sind schon ein bisschen eckig. Das Noch nicht richtig wild eckig. sind doch Dr. Pullis. Ja, es ist originale Gewichte. Wie schwer sind sie? Was sagst du? 5,6. Wo ist die Waage? Und wie ich gesagt habe, genau 8,5 Gramm. Ne? Also hatte ich recht. Du hast doch 12 gesagt. Also 8,5 war drin. Ne? Werden wir später wahrscheinlich leichter sein. So. Ölpumpe hat mal während des letzten Livestreams, während der letzten Premiere im Live-Chat eine Abstimmung gemacht. Und da waren die Leute sich größtenteils einig, dass wir die Ölpumpe nicht weiter benutzen und selbst mischen. Ne? Das heißt, die kommt da auch nicht mehr hin. Ne? Kann weg. Das ist für den Starter. Ja. Jetzt wiederholt sich die Geschichte. Ne? Wenn ihr das hier rausnehmt, das können wir jetzt zum Glück an Seite legen. Aber wenn ihr das aufmacht, ne, denkt dran, da ist eine Feder drin, da müsst ihr Druck drauf geben. Wenn ihr das sonst aufmacht, das wird euch in die Fresse katapultiert und dann seht ihr scheiße aus und dann erschreckt sich die Mama, wenn ihr reinkommt. Mama, ruf mal einen Krankenwagen. Ich glaube, meine Fresse ist zerschmettert. So sieht das aus von innen. Gucken wir mal, ob keine Risse da sind. Haben wir schon viel schlechter gesehen, ne Daniel? Ansaugstutzen muss natürlich auch noch. Mit dem Rahmenloch. Ja, das sage ich ja. Habt ihr den Ansaugstutzen da runtergerissen oder was? Wieso runtergerissen? Weil da war ja irgendwo mal ein Ansaugstutzen. Ja, den haben wir abgeschraubt, ganz normal. Ohne Gewalt. Was? Ja. Aber der ist doch noch drauf.
Ja, das ist ja das, was mich wundert. Da war der Ansaugstutzen, ich kann dir das zeigen. Ach, guck mal, jetzt sehe ich das. Das ist ja interessant. Ja, Jetzt wissen wir, warum der Florian heute nicht da ist. jetzt wissen Florian, ich glaube, wir müssen genauer gucken. Hat der einfach mit seiner Gorilla-Pranke die Zwiebel gepflückt und hat das sitzen lassen, ja. Und ich sag Ansaugstutzen und du korrigierst mich noch. Ich hatte recht, es war der Ansaugstutzen, den ich anschaue. Ja, sieht aus wie Nein. Original, ne? Aber nichts gebrochen, geht noch. Baust du so wieder ein. Hör mal. Aber die Kürze ist auf jeden Fall noch schön. Die kann man zumindest mal gucken, wie das Gemisch war. Ja, ist okay. Gemisch war drin? Gemisch war drin, genau. Frage ist, ob die Stehbolzen mitkommen oder bleiben. 1, 2, 3. Da muss die Verlängerung drauf. Oh, das waren meine Hände, das war nicht die Schraube. So, jetzt gucken wir mal, wie sehr die Dichtung bappt oder ob er direkt runterkommt. Oh, nee, er kommt direkt. Gucken wir mal, wie Dichtung noch dicht gewesen. Gib den mal so ein bisschen zur Kamera. Ich meine, du kennst dich damit nicht so aus, aber ich sag dir, was du machen musst. Ist in Ordnung. So, pass auf, aber jetzt kommt das Interessante. Ja? Oh, den müssen wir runtermeißeln. Es gibt jemanden. Oh, guck mir mal. Du hast dir gar nicht richtig Mühe gegeben. Oh, Mann. Ja, ich glaube, das geht so nicht runter. Geh mal nur ganz sachte. Das war's schon. Das war er. Ist der Deckel auf. Kann das da? Ist das da Kreuzschliff? Das ist Kreuz. Wir haben Kreuzschliff gefunden. Der Flo hat's predicted, hat's vorausgesagt. Ich weiß nicht, ob man's sieht. Da muss vielleicht mal von. Ah, ja. Guck mal, so sieht man's, oder? Würdest du sagen, es ist immer noch derselbe Zylinder wie von, also der erste? Ja. Ja, dafür sieht der noch echt gut aus. Ne? Oder steht an der Seite Motoforce drum? Nee. Nee, ist Ist der erste. aber es ist komplett von oben bis unten noch 1A Kreuzschliff. Bedecke deine Augen, Daniel. Hast du gehört? Der ist einfach 100 Meter weiter gelandet. So. So. Ganz einfach. Jetzt gucken wir nochmal auf den Kolben. Kolbenringe auch in Ordnung soweit. Nichts abgebrochen, nichts gesplittert, dann wäre der Motor auch nicht gelaufen. Aber auch richtig viel hier, ne? Bisschen vorbeigeblasen, ja. Das kann man mal machen über die Jahre. Ein bisschen Ruß obendrauf, aber Sieht aus wie Pizza. nichts durchgebrannt. Ne. Also ist okay fürs Alter, ne? Es ist ja auch noch gut gelaufen. Also die Leistung gibt ihm ja recht. So muss man es ja sehen. So. Jetzt spalten wir den Motor. Oh. Oh, ich dachte schon. So. Ganz düsmo. So, das weiß ich nicht, ob das hier. Also damit schiebe ich das Problem noch. Ganz weit rausziehen und dann hier einfach abschneiden. So geht's. Oh. Oh. Oh, da zischt er. Hast du gehört? Jetzt gucken wir mal, ob ich den so abgezogen kriege, aber wahrscheinlich braucht er mal 1, 2 Dinger in die Schnauze, ne? Als Vorschlag. Als Laie, von Laie zu Profi. Ja. Möchtest du das vielleicht kurz erwärmen? Nee. Okay. Ja, sorry. Dann Also klar kann man das erwärmen, aber man kann da auch eigentlich wie ein Mann einfach mal richtig drauftrümmern und dann kommt er. Wenn ich dem jetzt zweimal mit dem Gummihammer mal hier über den Weg laufe, dann ist er doch still. ja, aber wenn du das warm machst, Ja.
Dann dehnt sich das Material ja. Dann kommt das von der Welle, ja, das ist mir klar. Der Daniel setzt jetzt hier, wie sagt man, ist das ein Ausdrücker? Ist das ein Spalter? Ich dachte, du bist ein Spalter. Ist ein Ausdrücker. Also, der Daniel setzt jetzt dieses Gerät hier auf und ihr könnt es schon erahnen. Es wird an 3 Punkten fixiert, drückt dann hier auf die Kurbelwelle. Das ist ein Crankcase Separator. Ein Crankcase Separator. Also, drückt dann da auf die Kurbelwelle, ne, wie eben mit dem Polrad im Prinzip, nur anders. Drückt dann hier auf die Kurbelwelle und spaltet den Block. Wenn ihr das zu Hause nicht habt, wovon ich ausgehe, Könnt ihr es hier kaufen. könnt ihr es entweder hier kaufen oder der Gummihammer, ne? Aber Dann vielleicht das Motorgehäuse ein bisschen warm machen. So Ja. fürs Gefühl. So fürs Gewissen. so. Oh, und da ist er auch schon. Jetzt. Aha. So. So, okay, dreht noch. Mutter drauf. So, ihr habt gesehen, mit nur einem Schlag ist das dann ab. So, Ganz einfach. das ist die Hälfte. Oh, guck mal hier. Was ist denn das? Der originale Guss. Sieht das so aus? Der sieht so aus. Das ist das erste, was ich gedacht habe, oh, leck Dremel. Oder? Guck mal hier. Was hast du gedacht? Ich hab dich nicht verstanden. Dremel, guck mal. Das ist da. Hat auf jeden Fall gehalten. Aber guck mal hier, was ist denn das? Das sind doch Abdrücke. Ja, vielleicht ist das von der Gussform. Okay. Ja, gut. Also wohl möglich. Rein hypothetisch, eventuell. Ja, aber warum sollte man auch da dremeln? Vielleicht, weil da Unreinheiten vom Guss waren, die dann einfach entfernt wurden. Ja, weil hier ist nichts. Ja. Vor der Montage. Ja gut, alles klar. Das Lager hier ist auch in Ordnung. Aber wo kommt denn jetzt hier diese schwarze Ablagerung her? Da, die da zum Beispiel. Ja, das kann ich dir sagen. Hat er mal ein bisschen vorbeigeblasen vielleicht. Wo vorbei? Am Kolbenring. Korrekt. Ja. Das heißt, es sind also vielleicht mal die Kolbenringe neu gekommen. Ne? Nee. Oder er hat einfach mal 1, 2 Dinger hat er mal. Vielleicht hat er zum Ende ein bisschen angefangen vorbeizublasen. Aber dafür lief er ja noch gut. Ne? Und am Kolben haben wir es ja auch gesehen. Hier, das passt ja zusammen. Ne? Das heißt, da wird der vielleicht hier. Ah ja, guck mal. Hier ist der Nupsi. Hier geht's. Hier, wo geht der, oder? Na, genau, im Auslass. Ja. Der ist hier. Der ist hier. So, jetzt gucken wir mal. Ja, der muss hier so vorbeigeblasen haben, ne? Vielleicht da, wo es am schwärzesten ist. Ja, hier hat er geblasen. Ich habe nur gedacht, man wird vielleicht auch im Ring was sehen, aber tut man jetzt eher nicht. Ja, aber er hat auf jeden Fall hier ein bisschen vorbeigeblasen und dann kommt auch hier der Ruß zustande, ne? Aber das ist jetzt nichts, was jetzt, also nichts Wildes. Das kann durchaus mal passieren im Alter. Wir Menschen, wir werden ja auch im Alter zunehmend undichter, dass mal was rauskommt oder vorbei. So, Mensch, komm mal Leute, ne? Das war's leider schon wieder für heute. Die Zeit läuft uns davon. Ne? Du bist im Bild, glaube ich. Warte. Guck mal. Ah, du kannst den Monitor drehen. Ja, danke, Kosse. Alles klar, warte. Haben wir noch von vorne? Wir sind noch dabei. Okay, wir bleiben dabei. Ja, also das war's für heute. Motor ist auseinander. Beim nächsten Mal geht's weiter. Dann ist der Flo auch wieder dabei. Danke, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Wie hat's dir gefallen? Danke. Gut, also ich habe auch wirklich viel gelernt, viele Eindrücke gesammelt, auch viele Alternativen, wie man so Sachen machen kann. Ich bin noch ganz außer Häuschen. Also das erstmal sacken lassen jetzt. So, Ich muss jetzt auch hoch. der Daniel muss jetzt wieder an seine Arbeit. Ich muss hier noch ein bisschen klar Schiff machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Denkt dran, liken Und kommentieren. und abonnieren. Und denkt dran, wir haben wie immer, Daniel hat diesmal selbst einen Code hier im Video versteckt. Seinen Code und einen Code, den ihr im Shop einlösen könnt. So, Daniel,
Tschüss.